Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Wir sind in Berlin, wir sind an einem historischen Ort. Wie die Challenge aussieht, was die georgische Küche damit zu tun hat, das erfährt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go. Leute, und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem historischen Ort. Wir sind in Berlin bei der Khinkali Station und die befindet sich hier auf der Zimmerstraße, wo wir gleichzeitig noch die Berliner Mauer Erinnerungsstücke und tatsächlich Geschichte geschrieben haben. Doch nicht nur Berliner Mauer, sondern auch der legendäre Trabi. Auch der hat hier seinen Platz gefunden. Wer kennt es nicht? Und so habe ich auch gerade mal Platz gefunden in einen alten Trabi. Doch wir sind natürlich aus einem ganz anderen Grund hier und der lautet georgische Küche. Khinkali Station heißt der Ort, wo wir uns jetzt hier befinden. Doch bevor ich zu viel rede, suchen wir den Verantwortlichen auf, den Inhaber, und der erzählt uns was über den Ort und natürlich die heutige Challenge. Damit darf ich den lieben Grüß dich, Sauri. Sauri begrüßen. Grüß dich, Sebastian. Ja, danke schön. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du da bist. Du hast mir ja gerade schon mal so ein bisschen was erklärt. Wir sind ja jetzt hier bei der Khinkali Station, bei der Trabi World und tatsächlich an einem historischen Ort, weil du mir gerade gesagt hast, gegenüber stand die Berliner Mauer und ich habe mal gesehen, rechts gegenüber steht sogar noch Teilstücke davon. Was hat es damit hier alles auf sich? Sehr historischer Ort. Wir befinden uns auf der Zimmerstraße. Ja. Zimmerstraße war geteilt durch die Berliner Mauer. Wir haben momentan Niederkiener Straße unweit von uns, nächste Kreuzung, die originale Berliner Mauer zu sehen, Topografie des Terrors. Und auf der anderen Seite, ca. 200 Meter entfernt, nächste Kreuzung ist Checkpoint Charlie. Das heißt, wir befinden uns zwischen Checkpoint Charlie und Berliner Mauer. Also wirklich Historie schlechthin. Sehr historischer Ort. Trabi World hier und wir haben dann Luftballon. Sehr, sehr touristische Gegend und wie du schon mal gesagt hast, sehr, sehr historisch. Und ich sag mal, an historischen Orten, an Positionen, wo viele Touris sind, da gibt es natürlich auch oftmals, ich sag mal, Platz für geiles Essen. Genau. Und da sind wir jetzt bei dir, georgische Küche, Khinkali Station. Was ist Khinkali? Was ist Khinkali Station? Das ist erstes georgisches Fastfood in Berlin. In Berlin, wir haben sehr viele Restaurants. Georgische Restaurants kann man sehen, aber so eine Fastfood, dieses Konzept haben wir als erstes Mal letztes Jahr angefangen. Khinkali, was sind die Khinkali? Khinkali sind georgische Teigtaschen. Originale georgische Teigtaschen, die Ursprung von der, sagen wir so ein Gebirge haben. Die haben vor vielen Jahren erst in die Berge angefangen zu essen. Dort zubereitet, Fleisch, Teig, Koriander und das war eigentlich ursprünglich für die Hirten gedacht. Und dort hat man das sehr gerne gegessen und dann hat sich schon ein bisschen verbreitet. Und Khinkali, Teigtaschen mit Brühe, Teig, Gewürze, alles drin, sehr lecker. Und Khinkali zu essen, das ist nicht so einfach. Was ist der Plan für heute? Also, selber Georgier essen auch viel. Ja. Normale Georgier sozusagen schafft auch 7, 8, 10, das ist auch ganz normal. Ja. Was alles darüber ist, ein bisschen schwer zu essen. Ja. Ich habe aber hier, wenn wir jetzt nicht von Georgien reden, sondern wir sind jetzt in Berlin, befinden uns dort. Ich habe einen Stammgast, er hat, wenn ich mich nicht irre, 20 Stück gegessen und das war schon Rekord. Also eine Person, 20 Stück hat er geschafft. Okay. Bei dir haben wir jetzt gedacht, wir machen das Doppelte, 40 Stück. Ich habe 4 unterschiedliche Sorten, nur Rindfleisch, dann hast du Schwein und Rind zusammen, hast du mit Pilzen und Käse. Wir machen jede Sorte 10 Stück, also hast du dann 40 Stück und hast du 40 Minuten Zeit. Wenn du das schaffst, eine Person die ganze Portion zu essen, dann kannst du lebenslang wie immer bei mir vorbeikommen, dann kannst du alles essen, was du willst und trinken. Also 40 Minuten, 40 Khinkalis, 4 gemischte, jeweils 10 Stück. Genau. Für kostenlose georgische Küche für die Ewigkeit. Gerne. Das klingt nach einem Plan, das klingt nach einer geilen Challenge. Nicht nur ein geiles Wetter, nicht nur ein geiler Ort. Soll ich dir eins sagen? Die Challenge nehme ich an. Super. Worauf warten wir noch? Das freut mich. Let's go. So, mein Lieber. Eieieiei. Das sind die Khinkalis. Oh, das sieht aber wirklich nach fetten Roman aus, ey. Halleluja. Wir haben ordentlich Teig vor uns. Richtig. Die 40 Khinkalis. Genau. Hau raus. 40 Khinkalis, unterschiedliche Füllungen, wie ich schon gesagt habe. Rindfleisch, Schwein und Rind zusammen, Käse und Pilzen. Erkennst du, was die Unterschiede? Ach, ernsthaft? Käse, das siehst du auch gleich, wenn du jetzt einen hochnimmst. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Die Form ist Pilze. Ah, okay, die sind länglich. Genau. Ja. Hier, so eine quadratisch, hast du
gemischtes Fleisch. Okay, das würde ich und schon hier nicht hast du erkennen. nur Rindfleisch. Okay, das würde ich nicht. Also länglich erkenne ich. Ja, Das andere und wird Käse. schon schwierig. Käse siehst du auch. Aber Ein die sind bisschen ein bisschen anders aus. die sind auch ein bisschen dicker dicker, aus. ne? Genau, es ist auch Käse drin, deswegen Was wiegt so ein beim Ding? Kochen 150 Gramm circa. 150 Gramm. Genau, da hast du schon ordentlich. Da sind wir knapp bei 6 Kilo Teigtaschen. Genau. Und da ist aber ordentlich was so. Also wenn die Georgier also so, essen. sehr wichtig Ja. für Khinkali mit Fleischfüllung. Okay. Drinne ist Brühe. Das heißt, vorher habe ich schon gesagt, du brauchst kein Besteck. Ja. Deswegen, die Knoten sind dafür da als Griff. Musst du dort greifen, Okay. hochheben, umdrehen. Oh, so ähnlich wie Baklava. Da macht man das Ja, auch. so ähnlich. Ja. Von oben abbeißen Ja. und die Brühe, siehst du schon drinnen, rausschlüpfen. Okay. Das ist die Taktik, wie man das Khinkali richtig isst. Okay. Okay? So, bei Käsefüllung und Pilze hast du nicht so viel Brühe drin. Da Okay. ist, Isst man das alles komplett? die Knoten kannst du weglassen. Ach so, dieses, wo ich greife. bringe dir genau dann Ja. extra Teller. Okay. Kannst du alles dann zusammen, dann zählen wir ja zusammen am Ende. Ob es 40 du alle- Stück sind. Genau. Ja, okay, Mann, besser. Finde ich geil. Dann nehme ich die Challenge Na an. dann. Ich freue mich. Das freut mich. Präpariere mich und dann legen wir los. Genau. Damit ist alles angerichtet für eine legendäre georgische Challenge. 40 Khinkalis warten auf uns. Wir versuchen einen Rekord zu brechen, der aktuell bei 20 liegt. 40 Minuten haben wir Zeit. Es winkt kostenloses Essen für die Ewigkeit. Viel Spaß. Let's go. Gehen wir rein da. Ich würde sagen, wir fangen von unten an. Nehmen uns hier mal den ersten viereckigen. Also, wir sollen es umdrehen, dann reinbeißen. Mit Käse, also nichts schlürfen. Und das bleibt über. Ja, unser erster Khinkali ist geschafft. Das ist quasi der Knoten. Da wurde mir gerade gesagt, das Stück kommt weg. Nummer 1 Käse, geil. Bin auf die anderen gespannt. So, jetzt haben wir hier so einen länglichen. Ich habe gehört, wir kommen zu den Pilzen. Boah! Geil! Boah! Pilze, absolutes Highlight. Nummer 2 soweit durch. Schwein- und Rindmix. Ich merke schon, wie gewaltig das ist. Das könnten auch 250 Gramm sein. Hier gilt es jetzt, mit Schlürfen habe ich gehört, abbeißen. Oh. Und damit haben wir Nummer 3 soweit durch. Und ich kann euch ehrlicherweise sagen, ich brauche definitiv noch das eine oder andere, um zu wissen, ob ich der Fleisch- oder der Champignon-Fan bin. Käse wäre es mir nach hinten. Und dann kommen wir zu unserer Nummer 4. Das soll, ich erkenne es nicht, meine Lieben, schreibt es gerne rein, wer von euch es erkennen würde. Das soll jetzt nur Rind sein. Auch da gehen wir rein. Man sieht es richtig. Auf jeden Fall mit dem Rind sind Zwiebeln mit dabei. Und dann denke ich mal, wie aus jeder Küche üblich, so georgische Kräuter, Würze, was da so speziell alles, kann man das sagen, was da noch drin ist? Georgische Gewürze, ne? Genau. Aber Zwiebeln auf jeden Fall. Zwiebeln ist gehört dazu. Ja, geil. Also, der nächste Knoten, damit haben wir alle durchprobiert, meine Lieben. Die Zeit läuft. 5 Minuten haben wir schon verschwendet. Wir müssen Gas geben. Auf geht's in die XXL 40 georgische Rekord Khinkali Challenge. Let's go. In Georgien isst man keine Soße dazu. Wobei ich auch gesagt habe, ich bin der Erste, der dafür offen ist. Aber die sind geil. Die ersten 10 Minuten sind um. Ich habe 8 Knoten, stand jetzt zu meiner Rechten. Das heißt, 8 Stück müssen wir soweit durchhaben, müssen also Gas geben. Ich denke mal so, ja, 1 Minute pro Ding haben wir maximal Zeit. Das heißt, ja,
jetzt gleich werden wir ordentlich Gas geben. Viele von euch haben schon geschrieben, dass sie, ich sag mal, eine Soße dazu haben würden. Gehört in Georgien nicht mit dazu. Ich kriege wohl gleich noch ein bisschen Pfeffer, weil man in Georgien wohl nur das mit Pfeffer leicht drüber streut. Weil man sagt, aufgrund der Soße, aufgrund der Brühe reicht das komplett. Aber ich kann mit euch gehen oder verstehen, ihr könnt es auch mal schreiben. Zum einen, was ist euer Favorite? Wer ist jetzt Käse? Wer ist jetzt hier Pilze? Wer ist dementsprechend Rind oder gemischt halt mit Schwein? Und Soßen. Da kam wieder der typische Deutsche raus. Soße, auch bei mir natürlich, ne, wo man sagt, Joghurtsoße, Knoblauchsoße, vielleicht ganz geil. Wäre, glaube ich, auch für mich gerade in der Käsevariante cool. Wie gesagt, aber macht man wohl nicht. Würde aber trotzdem das eine oder andere mal probieren. Wir gehen auf jeden Fall weiter rein, schauen, dass wir die nächsten Dinger wegbekommen. Auf jeden Fall merke ich eins, die sättigen. Hälfte der Zeit um. Das ist Nummer 18. Halleluja. Die Dinger klein, stopfen und sind so mächtig. Ich habe noch nie so fette Teigtaschen gesehen. Also, ich habe schon viele Teigtaschen gesehen. Pierogis, ich sag mal Dumplings, etc. pp. Asiatisch. Aber das hier, das ist ja XXL. Also kein Wunder, dass hier so, habe ich gerade erfahren, 3 Stück eine normale Portion sind. 3 Stück kosten dementsprechend 8,50 €. Das heißt, diese Platte mit den 40 Stück liegen wir dann bei 110 €. Und dementsprechend machen wir weiter mit unserem Dumpling, wenn ich richtig liege und die Knoten richtig gezählt habe, Nummer 19. Wir haben noch 10 Stück vor uns, 11 Minuten noch auf der Uhr und es wird immer anstrengender. Also die Dinger kloppen, Halleluja, ich sag mal klar von der Füllung her, man sieht es auch hier, ne, wie der ganze Saft, der ganze Sud vom Fleisch quasi runterläuft. Jetzt hier bei dem einen oder anderen, was ich ausgeschlürft habe. Und weil ich auch gesagt habe, wie gesagt, mit Käse, da fehlt mir definitiv noch so ein bisschen Punch. Also ich glaube, die mit so einer Joghurt-Knoblauchsoße, geil. Aber ansonsten würde mir bei dem was fehlen. Beim Fleisch, ihr seht, wie es runterläuft, genau andersrum. Da braucht man wirklich eigentlich gar nichts dazu. Wie gesagt, außer den typischen Pfeffer, den man noch hier hätte. Aber ansonsten bin ich immer noch nicht zu 100% sicher, ob es die Champignons sind oder das Fleisch. Tue ich mich schwer. Womit ich mich auch schwer tue, ist wirklich mit der Zeit und mit den Teigtaschen. Deswegen würde ich sagen, meine Lieben, es schmeckt weiterhin gut, sie sind schön warm. Wir versuchen, den neuen georgischen Rekord aufzustellen. 40 Kinkalis, die letzten 10 liegen vor uns. Machen wir weiter. Also meine Lieben, damit gehen wir in unser letztes Kinkali rein. Die letzte fette georgische Teigtasche. Und wenn ich mich nicht irre, ist sie nicht mehr mein Favorite. Ich habe wohl alle schon aufgegessen. Ich konnte nicht erkennen, was ist. Ich glaube, es ist mit Fleisch. Boah, es ist Käse. Leider von denen, die ich am wenigsten hier nochmal bestellen würde. Weil, ich esse das mal auf. Und damit haben wir auch unseren 40. Kinkali geschafft. Und das mit, Halleluja, 1 Minute Restzeit, 40 Kinkalis. Georgischer Rekord, sehr, sehr geil. Also 6 Kilo Teigtaschen. Auch da haben wir auf jeden Fall, sage ich mal jetzt, hier neben der usbekischen Küche, die wir zuletzt schon überrascht haben, auch die georgische Küche. Auf jeden Fall mal was weggeholt. Und was ich mir auch weggeholt habe, ist auf jeden Fall ein Gericht, das ich mir definitiv nochmal holen würde. Halleluja, war das geil. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was der Chef dazu zu sagen hat. Ob er uns nochmal direkt ein paar Teigtaschen fertig macht oder was anderes. Denn ja, ihr wisst, auch hier darf was Süßes nie fehlen. Mal schauen, was uns noch erwartet. Aber jetzt erstmal Daumen hoch. 40er Kinkali Challenge geschafft. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir, mein Bester. Neuer Rekordmeister. Wir haben hier die 40 Knoten. Ist es so, genau. Ich sag mal, du hast es mir ja am Anfang gesagt, ist es so richtig? Also das sind so die Knoten, die ruhig bleiben? Genau. Ja. Dann viele haben nämlich auch geschrieben. Man die dann ab. Genau, zählt man ab. Also du hast alles richtig gemacht. Perfekt. Siehst du, also die Brühe hast du auch genau so. Ja, also es ist groß nichts wie über. Ein Georgier. Wie ein Georgier. Genau. Ich sag mal, in Deutsch würde man, glaube ich, sagen, wie ein georgischer Löwe. Wie ein georgischer Löwe, du, glaube ich mal. Aber so auf jeden Fall, man hat es auch am Ende gemerkt. Also man merkt, wann der Knoten da ist. Ja. Weil dann wird es halt richtig hart. Genau. Ne? So, du hast ansonsten die geile, ich sag mal, fluffige, weiche Teigtasche gehabt. Durch die Zeit wurde jetzt ein bisschen kalt geworden, deswegen ist es ein bisschen noch härter. Genau, aber du merkst halt irgendwann, wenn der Punkt ist, wo der Knoten kommt. Ja, da merkst du halt, da ist Ende. Genau. Also jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie man macht hier oder da was, sondern wirklich, dass du sagst, du merkst irgendwann, okay, jetzt ist hart. Wie so ein fester Teig, sage ich einfach mal, wo du das knotest. Genau. So, ne? Richtig. Ich konnte nicht sagen nachher, was noch was ist. Für mich waren jetzt, ich sag mal, von hinten an Käse.
Dann Also würde ich sagen, Fleisch beides zusammen. Ne? Könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob gemischt oder Rind. Ja, ja. So würde ich jetzt gar keinen Unterschied groß nehmen. Und für mich auf Platz 1 war tatsächlich Pilze. Klasse. Weil die für mich wirklich Hast du auch von einen Anfang tollen an? Geschmack. Ja, ich hatte es dir auch schon mal so leicht erahnt, als ich gehört habe, es gibt Pilze. Hatte ich das schon so leicht erahnt. Die waren für mich geschmacklich, weil sie so richtig schön, also die Pilze sind ja gerade durch das Kochen innen Ja. drinne nochmal so richtig weich und warm und heiß, so weißt du. Und durch diese Gewürze und so waren die für mich die komplett, also für mich die persönlich so beste Kombination. Sehr, sehr geil. Kostenloses Essen für die Ewigkeit. Freue ich mich hier, wenn ich bei King Kali Ja, mal abgemacht. wieder zwischendurch Gerne. mal vorbeikommen kann. Aber du hast noch was für uns besorgt. Ne? Gerne. Wir haben noch georgische Brause, Limonade Klassiker. Wir haben einmal Birnengeschmack, einmal Estragon. Das ist so eine Waldmeister-Richtung. Oh, bin ich gar nicht der Fan von. Gar nicht der Nee, Fan. dann tauschen wir. Dann tauschen wir das. Dann aus. tauschen wir mal. Tauschen wir mal. Dann hast du eine Birne. Stoßen wir an Na klar. mit Kohlensäure. Ja. Also auf den neuen georgischen dann King Kali-Rekord. Ne? Prost. Prost. Das tut's gut. Oh ja. Ups, Oder? tut wirklich gut gerade. Vor allem, weil es einfach ein anderer Geschmack gerade ist als King Kalis. Ne? Ja. Geil. Du hast tatsächlich keine süßen Speisen hier, ne? Nein, wir haben keinen Nachtisch. Wir bieten immer an, täglich, außer Mittwoch, Ja. haben wir Khinkali und dann haben wir noch Khachapuri, das ist ein Begriff für einen Teig, was drin Käse ist. Okay. Sieht man auf dem Menü, auch auf der linken Seite. Das ist aber ein anderes Gericht sozusagen. Okay. Aber als Nachtisch bieten wir Habt ihr gut momentan nichts. nee. Du kannst Glück haben, dass heute genug Fans dabei waren und einer mir sogar Kekse vorbeigebracht hat gerade. Genau, ja, richtig. Ja, das heißt, Also hast wir du jetzt Leute deinen Nachtisch. nehmen uns jetzt den Nachtisch von unserem Fan, von euch, der vorbeigekommen ist. Mal wieder vielen, vielen Dank. Packen die Kekse aus. Es hätte jetzt einfach nicht besser passen können, weil wir jetzt hier keinen Nachtisch haben. Und so haben wir jetzt tatsächlich noch einen Nachtisch. Natürlich. Dann bitteschön. Danke. Haselnuss-Doppelkekse. Ich bin sowieso ein Haselnuss-Fan. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich sag mal so, ich bin mittlerweile andere Nachtische gewohnt. Ne? Vom Geschmack her, ich sag mal, die mir auch zwischendurch präsentiert werden. Aber auch so ein kleiner Haselnusskeks Lecker. mit Cremefüllung. Auch der kann was, vor allem, sage ich mal, nach 6 Kilo Teigtaschen und geilen King Kalis. Auf Du hast jeden gesagt, ne, die 8 Portionen normalerweise etwas über 8 Euro. Die Platte jetzt 110. Genau. Ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, aber man wird satt. Auf jeden Fall. Sehr geil. Oh, cooler Stempel. Madloba Rom Cventan Irawi. Das Madloba, heißt, Ren- Madloba, Ja. genau, Rom Rom, Cventan Schwentan, Irawi. Echaui. Das heißt, übersetzt, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Genau. Danke dir, mein mein Bester. Lieber. Damit bedanke ich mich nochmal bei euch und natürlich auch bei dir für eine geile neue Danke dir. Challenge. Für, ich sag mal, was Besonderes. Stempel Auf Nummer jeden 41. Was mir gerade einfällt, schade, dass nicht Nummer 40 geworden ist. Ach so. Ja, das ist Warte jetzt mal, wer war 40? Wo warst du? Passt dann letzte Woche. Ja, okay, naja, das passt. ist mir jetzt gerade Aber sehr eingefallen. nah, sehr Nachdem ich nah. jetzt gedacht, 40 King Kalis, ne? Sollen wir einen Khinkali Scheiße. kochen? Einen Khinkali noch dazu? Müssen Da wir, hast du ne? einen. Nee, alles gut. Das passt auch. Also, Passt mein auch. Lieber, da bin ich der Letzte, der Du Nein hast- sagt, aber Stempel Nummer 41, fast hätte sogar noch getroffen. Also, ich bedanke mich bei dir nochmal für eine geile Danke Challenge. mich auch. Danke, dass du da warst. Und ich komme gerne Hat mich wieder. gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ne? Gerne. Nochmal mit einem kleinen Gerne Keks. Ciao, ciao.